Wird sie was ausmachen, ein paar Tage auf Lisa aufzupassen? Ich kümmere mich gerne um die Kleine. Also ich gehe dann jetzt mal duschen. Wenn du willst, schrubb ich dir den Rücken. Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Mensch, du wirst ja nicht, was hier entgeht. Ich weiß nicht. Du musst mir glauben. Das will ich ja. Aber Aber was? es fällt mir eben schwer. Was ist da? Da war jemand. Wie, da war jemand? Da hat mich jemand angeguckt durch das Loch da. Ui. Gesundheit. Ach, danke. Ach, wo habe ich sie denn hin, verdammt? Suchst du was? Ja, Taschentücher. In meinem Mantel. Ach, danke. Ich hab's aber schwer erwischt. Ach, das kann man wohl sagen. Ist dich wohl bei Sophia angesteckt. Ach, sieht so aus. Ihre Bazillen scheinen mich zu mögen. Könnt ihr gleich zusammen ins Bett gehen. Nee, eigentlich wollten wir morgen gemeinsam auf meine Abschlussfeier. Wenn du bis morgen Abend wieder fit bist. Bestimmt. Ja, ich muss dahin, egal wie. Du bist doch sonst nicht so wild auf Bälle. Ja, schon, aber dieser ist was ganz Besonderes. Oh. Ja, ich habe mir sogar ein Smoking dafür gekauft. Oh lala, das ist natürlich ein Grund. Das Horrorjahr im Krankenhaus ist vorbei. Das muss gefeiert werden. Das ist meine letzte Nachtschicht als Praktikant. Das hat er der Mutter gar nicht vergessen. Und der Champagner für morgen zum Frühstück ist schon kalt gestellt. Falls dir morgen früh überhaupt nach Champagner ist. Oh, bestimmt. Gesundheit. Tschüss. Was war denn das eben? Hast du so laut geschrien? Aber warum denn? Da war ein Spanner. Was? Wo? In der Dusche. Was für ein Spanner? Ich weiß auch nicht, irgend so ein Typ, der hat durch das Loch in der Wand geglotzt. Durch das Loch in der Duschbatterie? Ach, das gibt es doch nicht. Ich dachte, Jupp hat das repariert. Scheiße, da war niemand. Aber da war wirklich einer. Ich habe ihn noch genau gesehen. Ich konnte doch direkt in sein Auge gucken. Ich glaub dir ja. Da hat irgend so ein geiler Bock den Fensterkit aus dem Loch genommen. Sag mal, hast du vorhin irgendjemanden in der Dusche gesehen? Nee, ich war auf Toilette. Und nun? Ja, aber gibt's nicht irgendwelche Spuren oder so? Was denn für Spuren? Glaubst du, er hat eine Visitenkarte hinterlassen? Nein, aber ich meine, wenn der Spanner den Kit aus der Wand herausgebröselt hat, dann können doch irgendwelche Fingerabdrücke auf dem Zeug sein oder so. Ja, so schlau war der auch. Hat irgendwie so einen kleinen Spachtel oder Schraubenzieher benutzt. Die Spuren waren ganz deutlich zu sehen. Das ist komisch. Ich meine, warum hat denn Jupp nicht gleich Mörtel genommen? Hat er keinen dabei. Wollte ihn morgen früh besorgen. Das ist sehr seltsam. Sonst hat er doch immer alles. Oder kann es zumindest ganz schnell kriegen. Stimmt. Das ist wirklich komisch. Jupp, na klar. So wie der mich immer anguckt. Zuzutrauen wäre es ihm schon. Wo steckt er denn überhaupt? Er hängt doch sonst immer hier rum. Der ist bestimmt abgehauen, als ich gerade bei Anna war. Oh, diese Sau. Jupp, meint ihr wirklich? Ich weiß nicht. Wenn ich den zu fassen bekomme. Aber Jan, was wirst du denn machen? Du kannst ihm doch gar nichts beweisen. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Selbst wenn, er wird es doch nie zugeben. Auf alle Fälle werde ich dafür sorgen, dass der hier niemand mehr belästigt. Es tut mir leid. Es wird nicht wieder vorkommen, ich verspreche es dir. Kopf hoch. Das wird schon wieder. Soll ich das Ding in der Dusche mal zumachen? Ja, das wäre nett. Dann wird dir niemand mehr beim Duschen zusehen. Es sei denn, du willst es. Alex hat den Brief seiner Freundin zerrissen und weggeschmissen. Das behauptet er. Also ich finde das auch komisch.
Warum sollte er den Brief zerreißen? Weil er wütend war, was weiß ich. Ja, und warum hat er es dir denn erst so spät erzählt? Ich glaube nicht, dass er diesen Brief weggeschmissen hat. Es gab überhaupt keinen Brief. Und woher willst du das wissen? Es wäre ja wohl nicht das erste Mal, dass er sich Dinge einbildet, die überhaupt nicht existieren. Ich meine, wie war das denn damals, als er auf mich losgegangen ist? Weil er Stimmen gehört hat. Ja, bei solchen Krankheiten muss man immer mit Rückfällen rechnen. Aber Alex ist in Behandlung. Das war der Heidemörder auch. Ich habe ja auch schon daran gedacht, aber er sagt es... Ja, und du glaubst ihm jedes Wort? Ich mag Alex auch irgendwo, Susanne, aber er ist krank. Man kann ganz normal mit ihm reden. Das hat Silke wahrscheinlich auch gedacht, bevor er... Jetzt hör doch auf. Also komm, wir müssen ja nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen, aber ich habe auch ein ganz ungutes Gefühl. Wieso? Naja, gestern Abend habe ich Lisa gebadet. Und? Am linken Oberschenkel hat sie einen großen blauen Fleck. Kinder haben immer blaue Flecken. Nein, aber der ist besonders groß. Ja, hast du sie gefragt, woher sie ihn hat? Natürlich habe ich das. Und? Sie hat gesagt, der Papi hätte nicht aufgepasst. Wir müssen zur Polizei. Damit die das Jugendamt informieren und Lisa in ein Heim stecken. Besser, als sich vom Vater verprügeln zu lassen. Nein. Ich rufe erstmal in Silkes Geschäft an. Irgendjemand muss doch was wissen. Ja, dann würde ich mich an deiner Stelle mit den Nachforschungen beeilen. Immerhin lebst du mit diesem Typ unter einem Dach. Hallöchen, ihr beiden. Was ist? Stimmt was nicht? Gefall ich dir nicht, Liebelein? Jetzt red doch keinen Scheiß. Du weißt doch ganz genau, worum es geht. Echt nicht, ich hab null Ahnung. Dann sag ich nur eins. Stichwort Dusche. Ach ja, der Mörtel. Hab ich ganz vergessen. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern? Ich war zu Hause und hab es mir ein bisschen gemütlich gemacht. Und davor? Was hast du davor gemacht? Nix. Ich hab in die Glotze geschaut und dann bin ich weggepennt. Was soll die Fragerei? Ist das ein Verhör? Ja, so etwa. Ja, und, was hab ich getan? Fehlen ein paar Kilo Gewicht oder was? Du perverses Schwein, jetzt gib es doch zu. Was denn? Na, dass du mir beim Duschen zugeguckt hast. Was hab ich? Jetzt tu doch nicht so blöd. Du hast den Kind von der Duscharmatur entfernt und dich dann an Anna aufgegeilt. Es sind Rad ab, wenn ich ein paar nackte Möpse sehen will, ich am Baggersee. Also gibst du es zu, dass du ein Spanner bist? Ich bin keine Spanner. Ah, zugegeben, ich bin keine Kostverächter, aber Spanner, das habe ich überhaupt nicht nötig. Ja, offensichtlich doch. Nee, ihr beiden, mit mir nicht. Ich hab nur Kit in das Loch getan. Mir aber nicht. Nicht, Mädchen. So eine fiese Typ bin ich nicht. Ja, ich verstehe. Vielen Dank. Wiederhören. Und? Ich habe in Silkes Musikladen angerufen. Sie hat das Geschäft verkauft. Ja, und wo ist sie hin? Wusste keiner. Aber wenn sie einen Laden verkauft hat, dann war ihr Weggehen geplant. Dann kann ihr zumindest nichts passiert sein. Ich weiß nicht. Lässt die einfach ihr Kind im Stich? Sowas macht doch keine normale Mutter freiwillig. Hallo, ihr beiden. Hallo. Oh, Mann, geht's mir gut. Endlich wieder ein freier Mensch. Von wem hast du dich getrennt? Von der Klinik. Ich habe gerade meine letzte Schicht geschoben. Jetzt kann ich endlich wieder tun und lassen, was ich will. Was ist mit euch los? Ja, wir versuchen gerade rauszufinden, was mit Alex und dieser Silke ist. Und ich habe erfahren, dass sie ihren Laden in Frankfurt verkauft hat. Sie hat Alex verlassen, ihr Geschäft verkauft. Sie will ein neues Leben beginnen, das ist doch ganz normal. Ja, und Lisa? Ach, auch wieder wahr. Also, keine Mutter verschwindet ohne ihr Kind. Ich finde, Sophie hat recht, wir müssen zur Polizei gehen. Das habe ich Alex auch schon vorgeschlagen. Er war total dagegen. Welche Begründung? Gesundheit. Er hat Angst, dass ihm aufgrund seiner Krankheit die Kleine weggenommen wird. Verständlich. Trotzdem, wir müssen was unternehmen. Aber wenn wir zur Polizei gehen, tickt er bestimmt wieder aus. Stimmt. Nur ein Schritt in die falsche Richtung und Alex landet ganz schnell wieder in der geschlossenen. Nee, die Polizei ist wirklich keine Lösung. Wird auch nur rausfinden, dass Silke ihr Geschäft verkauft hat und damit ist die Sache für sie gegessen. Ja, aber wie soll es denn weitergehen? Erstmal höre ich mich um. Vielleicht gibt es ja für alles eine ganz simple Erklärung. Und wen willst du noch fragen? Freunde, Bekannte, Nachbarn, ihre Eltern. Am besten, ich fahre selbst nach Frankfurt. Sag mal, hast du nicht gehört, dass ich an...
Gero. Hey, steht dir gut. Ich weiß, mir steht doch alles. Wenigstens hast du deinen Sinn für Humor nicht verloren. Wie geht's dir? Aber nicht so gut, dass ich mit dir heute Abend übers Parkett schweben könnte. Und wenn ich dir bis dahin noch ein paar Wundermittel einflöße? Nicht, du steckst dich an. Ach, schon passiert. Ach bitte, komm doch mit. Dann muss ich nicht allein mit einer Erkältung dahin gehen. Ich würde ja gerne, aber ich bin so schlapp. Hey, die Feier ist der Top-Act meiner Praktikantenlaufbahn. Aber mit mir wird es nur ein Flop. Glaub mir, das will ich dir nicht antun. Was ist dein letztes Wort? Mein vorletztes. Viel Spaß. Danke. Gero, du musst mir aber hinterher haargenau erzählen, was ich verpasst habe. Geht klar. Wenn ich das echt gewesen wäre, ja, dann hätte ich das doch erst ja nicht repariert. Du hast bewusst Kit genommen, um das Zeug ganz einfach wieder rauszubekommen. Ich wollte doch erst den Mörtel besorgen. Ach, hinter nicht so einen Mist. Sonst hast du auch alles dabei. Das gibt doch ja nicht. Nur weil ich keine Mörtel dabei hat, soll ich nicht Spanner sein? Woher willst du denn wissen, dass ich das war? Ja, wer denn sonst? Ich bin doch nicht der einzige Typ hier in dem Studio. Nein, aber der Einzige, der mich permanent anbaggert. Deswegen, da kannst du mich doch nicht beschuldigen. Mensch, ich mach mal einen flotten Spruch, ja. Bist du denn sonst nützlich sind? Ja, wie denn? Es geht doch alles viel zu schnell. Dann hat ja auch nicht viel gesehen. Jetzt habe ich mir die Schnauze voll von dir an deinen blöden Sprüchen. Aber wenn es doch nun mal die Wahrheit Halt ist. den Mund! Ich will nichts mehr hören. Und ich will dich hier auch nicht mehr sehen. Was soll das heißen? Das heißt, dass du Hausverbot hast. Aber ich... Ja, nichts aber, da ist die Tür. Ach, ihr seid gemein. Ich war das echt nicht. Also irgendwie tut er mir leid. Er war's, bestimmt. Ich kann froh sein, dass ich mich die... Naja, was soll's. Ist ja jetzt vorbei. Ach, Papa, ich weiß einfach nicht mehr, was ich glauben soll. Tja, Erst behauptet er, Silke sei spurlos verschwunden. Dann gibt es plötzlich einen Brief, den es dann doch wieder nicht gibt, weil er ihn weggeschmissen hat. Hast du nicht genug eigene Probleme? Ich kann ihn doch nicht hängen lassen. Alex hat niemanden außer mir. Was willst du tun? Ich will ihm helfen. Du willst ihm helfen. Schön, du willst ihm helfen, die Mutter seines Kindes wiederzufinden. Aber die will offensichtlich nichts mehr von ihm wissen. Warum mischst du dich da ein? Weil ich mir nicht sicher bin, ob er die Wahrheit sagt. Susanne, wenn du denkst, dass Alex etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat, dann geh zur Polizei. Aber wenn doch alles ganz harmlos ist. Wird die Polizei es auch herausfinden. Weder du noch ich wissen den Gesundheitszustand von Alex einzuschätzen. Ich habe einfach Angst, dass er durchdreht, wenn ich die Polizei einschalte. Dann geh zu einem Psychologen. Erklär ihm den Fall, frag ihn, wie du dich verhalten sollst. Was soll mir irgendein Psychologe oder Psychiater über Alex sagen? Ja, auf jeden Fall mehr als ich. Und was wäre, wenn du dich einfach an seinen behandelnden Arzt wendest? Du hast ja gesagt, dass er ständig unter medizinischer Aufsicht steht. Ich kann ihn doch nicht einfach nach seinem Arzt fragen. Dann kriegt er sofort mit, was ich will. Ach, das muss nicht sein, wenn du geschickt vorgehst. Das wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall besser, als die Polizei anzuschalten. Hast ihn immer noch sehr gern, stimmt's? Ja, aber nicht so, wie du denkst. Nicht so wie früher. Dann verstehe ich nicht, weshalb du dich so sträubst, zur Polizei zu gehen. Immerhin ist dir ein Mensch spurlos verschwunden. Und Alex könnte damit zu tun haben. Du tust ihm keinen Gefallen damit, wenn du versuchst, ihn zu schonen. Und der kleinen Lisa auch nicht. Ich hoffe eben immer noch, dass er die Wahrheit sagt. Du hoffst. Das ist zu wenig. Du musst es wissen. Also ich meine, stell dir vor, du stehst nichtsahnend unter der Dusche und wirst von so einem Typen begafft. Keine sehr angenehme Vorstellung. Nee. Aber zum Glück hat Jan den Widerling gleich rausgeschmissen. Na gut so. Und was machst du, wenn er dir noch mal über den Weg läuft? Ich meine, das wird sich kaum vermeiden lassen. Der Typ ist Hausmeister in dem Gebäude. Ich versuche ihn halt zu ignorieren. Wird wohl das Beste sein.
Anna? Kannst du mir einen Gefallen tun? Klar. Alex kommt gleich aus Düsseldorf zurück. Ja und? Könntest du ihn einen Moment ablenken? Warum? Ich muss an seine Wohnungsschlüssel ran. Was willst du denn damit? Was wohl? Du kannst doch nicht einfach hinter seinem Rücken... Ich muss. Susanne? Also? Ja, okay. Ja? Komm rein. Guten Abend. Hi. Und, wie geht's Lisa? Ach, wo, gut. Ich habe sie gerade ins Bett gebracht. Und wie kommt sie mit Fiona zurecht? Das klappt prima. Ich wünsche, ich hätte in Frankfurt auch so einen super Babysitter. Fiona hat erzählt, Lisa hätte eine Verletzung. Eine Verletzung? Ja, so einen riesigen blauen Fleck am Oberschenkel. Ach, das. Lisa hat öfters blaue Flecken. Ist halt ein sehr lebhaftes Kind. Ist sie gestürzt? Ja, sie hat ein bisschen rumgetobt und dabei ist sie wohl gestürzt. Warst du nicht dabei? Doch, doch. Wieso fragst du? Nur so. Und, was Neues von Silke gehört? Nee, ich würde es dir sofort sagen, wenn es was Neues gibt. Was ist? Kann ich dich zum Essen einladen? Irgendwie muss ich mich für die Gastfreundschaft hier revanchieren. Was ist? Kommst du auch mit? Also, ich habe keine große Lust zum Ausgehen. Ich muss noch Hausaufgaben machen, leider. Ja, dann ein andermal. Ja, das holen wir nach. Bin gleich wieder da. Wo gehst du hin? Für kleine Mädchen. Tja, was machst du denn so in Frankfurt? Ich meine, beruflich und so. Ja? Wo darf ich servieren, gnädige Frau? Was machst du denn hier? Ich hatte Sehnsucht nach dir. Und deine Abschlussfeier? Ups. Findet hier statt. Aber das kannst du doch nicht machen. Was ist mit deinen Kollegen? Meine Kollegen können mich mal. Hat's dir nicht gefallen? Ach, eine absolut langweilige Veranstaltung. Eine Busfahrt mit Schaufensterpuppen wäre ein echtes Erlebnis dagegen. Und jetzt? Jetzt? Kümmere ich mich um meine Lieblingspatientin. Aber Herr Doktor. Darf ich? Ich bin krank. Ich auch. Oh Gott. Ja. Du meinst, das hier ist gut gegen Grippe, oder wie? What's up? Nur ein paar Tassen. Du wirst deine Erkältung gar nicht mehr spüren. Nach ein paar Tassen merke ich wahrscheinlich überhaupt nichts mehr. Ja, was wollen wir mehr? Na dann, gute Besserung. Ja, Thomas, ich muss noch mal eben in die Küche. Ich dachte, die ist krank. Scheint ihr offensichtlich wieder besser zu gehen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Wenn ich geahnt hätte, dass du Besuch hast, hätten wir dir natürlich ein zweites Frühstück mitgebracht. Und wenn ich geahnt hätte, dass ihr hier einfach so reinplatzt, dann hätte ich ein Schild bitte nicht stören draußen rangeklebt. Ich wollte eigentlich nur kurz einen Krankenbesuch machen.
Und als verantwortungsvoller Arzt hast du dich gleich dazugelegt. Nett von ihm, ne? Sehr nett. Außerdem ist Gero auch krank. Ja, und seine Medizin hat er gleich mitgebracht. Hi. Hi. Bist du mal früh dran heute? Ja, Mathe ist ausgefallen. Und? Ist alles klar? Geht so. Gegen Jupp brauchst du keine Angst mehr zu haben. Der lässt sich bestimmt nicht mehr hinblicken. Ich habe auch keine Angst. Es ist nur... Was? Naja, ich überlege die ganze Zeit schon, ob nicht früher auch schon mal sowas war. Meinst du, er hat dich öfter beobachtet? Naja, solche Typen können doch gar nicht anders. Mann, allein schon der Gedanke. Du ziehst dich aus, ahnst nichts Schlimmes und dann steht da einer und begafft dich. Das muss ein verdammt beschissenes Gefühl sein. Du bist diesem Schwein völlig ausgeliefert. Eins verspreche ich dir, das kommt hier nie wieder vor. Martin macht nämlich gerade das Loch zu. Und zwar mit richtigen Nadeln. Ich schau gleich mal nach. Und? Wie weit bist du? Ja, klasse. Ist ja schon fertig. Muss nur noch trocknen. Bisschen Farbe drauf und man sieht gar nichts mehr. Man könnte glatt meinen, du hast mal auf dem Bau gearbeitet. Das ist doch keine Kunst. Auf jeden Fall können die Damen jetzt wieder beruhigt duschen. Mir geht noch immer nicht in den Kopf, wie man Spaß daran haben kann, auf die Art und Weise nackte Frauen zu beobachten. Er muss echt krank sein, der Typ. Ja, der muss wirklich ein Problem haben. Einig? Ja, guten Tag, Brandner hier. Spreche ich mit Herrn Dr. Einig? Ja, was kann ich für Sie tun? Ich bin eine sehr gute Freundin von Alex Wiegand. Er ist doch ein Patient von Ihnen, oder? Darüber kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Ich kenne ihn aber wirklich sehr gut. Er wohnt zurzeit bei uns in Köln. Bitte, worauf wollen Sie hinaus? Meine Familie und ich, wir machen uns sehr große Sorgen um ihn. Es gibt da so einiges, das ein bisschen merkwürdig ist. Und ich dachte, Sie könnten mir vielleicht dabei helfen. Ohne Einwilligung eines Patienten gebe ich grundsätzlich keine Auskunft. Bitte, ich wollte doch nur wissen, ob... Tut mir leid, ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Hallo? Herr Dr. Einig? Kann ich dir vielleicht helfen? Alex, ich kann dir alles erklären. Das hat Silke auch immer gesagt.